wenn der dann ausgenockt war, dann geht es dem Partner relativ beschissen. Ja, der fühlt sich nicht wohl. Und jetzt machen wir einfach mal so eine kleine Massage dazu. Ja, und dann solltet euch auch wieder besser gehen. Er hat also wieder einen Puls. Ja, jetzt wollen wir wieder so ein bisschen das ganze Qi wecken. Und dazu fangen wir an, so wie wir das erste auch gemacht haben. Auf Niere 1, genau hier, wo die beiden Fußballen zusammenkommen. Ja. Und da gehen wir mit dem Mittelfinger-Handknochen ran und schlagen so 10, 15 Mal an. Dadurch öffnen wir das Qi und dann können wir arbeiten. Auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir jetzt mit dem Qi dann so ein bisschen geholt. Wenn wir soweit sind, gehen wir zu den Fingern. Dann fangen wir beim kleinen Finger an, und zwar genau am Nagelende, da wo das Nagelende ist, also Nagelanfang, Nagelbett. Ne? Da greifen wir mit Daumen und Zeigefinger zwischen, ziehen und drehen ganz leicht. Der Kleinfinger ist herzlich gesagt. Ja? Und jetzt ziehen wir da so ein paar Mal, 3, 4, 5 Mal. Alle Finger schön durch. Und jetzt ist auch wichtig, ihr müsst euch jetzt mental, also die Leute, die jetzt massieren, ihr müsst euch mental auch so ein bisschen darauf einstellen, dass ihr eure eigene Energie so ein bisschen mit reinbringt. Ja? Also nicht jetzt hier einfach so, ja, ist alles blöd, sondern richtig sich auf denjenigen konzentrieren. Den Finger anschauen, gucken, in den Finger atmen, dass alles gut wird. Druck machen. Fertig sind, gehen meine Füße ran. Da ist es jetzt egal, wo wir anfangen. Wenn ihr jetzt hier so Strümpfe hat, dann würde ich mal ausziehen. So, und jetzt fangen wir wieder auf der rechten Seite an, wo wir angefangen haben. Und jetzt ist aber egal, wo wir anfangen. Ob wir jetzt am großen Zeh anfangen oder am kleinen Zeh, das ist wurscht. Alle Meridiane beginnen oder enden an den Fußzehen oder an den Fingerspitzen. Ja, bis auf die Beine, die in der Mitte sind. Dann mein Lumei oder Lenkergefäß, wie man es nennt. So, wenn ihr fertig seid, dann nehmt ihr die beiden Knöchel zusammen, meinen Fußknöchel zusammen. Und jetzt achtet mal auf den Kopf oben. Wir machen jetzt einen leichten Zug und achtet mal auf das Kinn. Seht ihr, wie das Kinn sich bewegt bei ihm? Er fängt so ein bisschen an zu nicken. Ja?
Und das soll auch sein. Wir wollen jetzt eigentlich die Wirbelsäule ein bisschen dehnen. Und jetzt machen wir ganz kurz vom Boden, machen wir eine ganz leichte Bewegung nach rechts und links. Das muss so wie so eine Welle sein, die durch den ganzen Körper durchgeht. Der ganze Körper muss sich bewegen. Und das funktioniert auch nur, wenn er vorher so ein bisschen gezogen hat. Ja? Also da kann man sich richtig Zeit nehmen oder halt auch nur ein bisschen. Also er hat es ja verdient, wenn man ausgenockt haben, dann hat er das verdient. Dann können wir uns ruhig ein bisschen mehr Zeit nehmen. Danach fangen wir an, die Beine so ein bisschen, jetzt ist kein Massieren, sondern nur so ein bisschen, ja, so zu greifen, wie so eine Katze das macht. Wisst ihr, wer hat die Katze zu Hause? Die sind ja auch so. Einfach nur so ein bisschen, nicht doll, einfach nur so ein bisschen. Auf der Außenseite, auf der Innenseite. Einmal hoch, einmal runter, nochmal hoch, nochmal runter. Im Chinesischen nennt sich das Tuina, da hast du immer noch so eine leichte Handbewegung mit bei, so eine leicht rollende Handbewegung. Aber das könnte jetzt eventuell alles ein bisschen zu kompliziert werden. Deswegen das ganz normale Kneten, das ist so. So, dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Da gibt es auch keine Regel jetzt irgendwie, wo man jetzt anfangen muss oder wie oft. Okay. Geht dann die Arme ran. Und zwar an den Armen machen wir genauso. Ja? Schön die Arme so ein bisschen durchkneten, so ganz leicht. Wer jetzt weiß, wie Qi fließt, der kann natürlich auch in dieser Flussrichtung, es gibt ja immer eine positive Flussrichtung, eine negative Flussrichtung, ja, kann der natürlich auch damit arbeiten, aber wenn man es jetzt nicht weiß, dann einfach nur so ein bisschen durchkneten. Und immer mit beiden Händen arbeiten. Und normalerweise ist es so, die rechte Hand, da haben wir ja diesen Punkt Laogung in der Mitte, das ist ja so ein Energieaustrittspunkt. Die rechte Hand ist die gebende Hand und die linke Hand ist die nehmende Hand. Ja, rein von der Energie her. Demzufolge mache ich sehr viel mit der rechten Hand, weil ich will ja geben. So, dann fangen wir an, die Finger hatten wir schon ausgestrichen, jetzt fangen wir an, die Handflächen schön auszustreichen. Ja? Mit dem Daumen schön, alle die Maus schön kneten, ganz wichtig. Und schön ausstreichen, zu den Fingern hin ausstreichen, auf der Innenseite, zu den Fingern hin ausstreichen, auf der Außenseite. Dann haben wir, wenn wir den Daumen und Zeigefinger zusammenlegen, dann entsteht so eine Falte und am Ende der Falte ist Dickdarm 4. Den massieren wir nochmal so ein bisschen. Daumen und Zeigefinger zusammenlegen, dann entsteht so eine Falte. Am Ende der Falte zum Zeigefinger hindrücken, Dickdarm 4. Dickdarm 4 ist einer der besten Punkte gegen Kopfschmerzen. Kann ich also wirklich nur empfehlen. Also 20 ist auch ein guter Punkt gegen Kopfschmerzen. Der macht aber auch Kopfschmerzen. So, dann machen wir jetzt selber auf der anderen Seite. Ja, hat ein bisschen was mit Bewegung zu tun. So, erstmal den Arm schön kneten. Weil wenn ihr so einen Knockout habt oder mal hattet, dann werdet ihr mitkriegen, ihr seid total verkrampft.
Die ganzen Muskeln verkrampfen sich. Das ist relativ unangenehm, weil sie nämlich erstmal locker waren. Das ist der Körper nicht so gewohnt. Man könnte das jetzt auch vergleichen mit so einer Lymphdrainage. Ja? Dazu müssten wir jetzt erstmal die Lymphknoten freimachen, aber das lassen wir mal jetzt weg. So, irgendwann die Handfläche überwechseln. Die Maus schön mitmassieren. Handflächen ausstreichen, zu den Fingern hin. Auch noch. Also man kann es jetzt noch viel, viel feiner machen, gar keine Frage. Ihr habt hier extra Punkte zwischen den Knöcheln, die könntet ihr jetzt noch massieren, das lassen wir jetzt aber mal weg, das würde jetzt den Zeitrahmen ein bisschen sprengen. So, danach wechselt ihr zum Kopf über. Dann legen wir mal beide Hände mit dem Mittelfinger auf Gallenblase 20. Den hatten wir jetzt schon oft genug, den kennt ihr. Den nochmal kurz massieren. Okay, dann fangen wir an, unten an der Kinnspitze mit beiden Daumen aufzulegen. Einfach nur so ein bisschen kreisen. Dann gehen wir ein Stückchen höher, genau in der Mitte. Da kreisen wir auch ein bisschen. Dann gehen wir direkt unter der Unterlippe in einer Linie mit der Nasenverlängerung. Und dann kreisen wir auch ein bisschen. So, dann können wir jetzt noch auf der Oberlippe nehmen, beziehungsweise unter der Nase. Gavana 26. Den haben wir vorher nie gemacht, aber machen wir den einfach mal mit. So, dann gehen wir neben den Nasenflügeln. Dann gehen wir ein bisschen höher, oben unter der Augenbraue, da wo die Nase anfängt praktisch, da reinzugehen. Das kennt ihr auch immer, wenn eure Augen mal schwimmen, das macht ihr automatisch schon so. Ja, also der Mensch macht das schon automatisch, was gut ist für ihn. Dann gehen wir genau in die Mitte, zwischen den Augenbrauen. Dann wandern wir ein bisschen nach außen, Mitte Augenbraue. Da kriege ich auch mit, da ist so eine kleine Vertiefung, das ist so der Chicharo-Punkt. So, dann fangen wir an, von der Mitte aus rüber zu massieren. Nach unten. Dann gehen wir ungefähr eine Daumenbreite höher, massieren da nochmal in der Mitte. Und gleich runter massieren, zu den Ohren, am Kopf und runterführen. Dann nehmen wir noch ein Stückchen höher, auch eine Daumenbreite, auch in der Mitte. Und zur Seite ableiten. Dann nehmen wir mal die Ohren an. Ohren schön durchknicken. So ein bisschen einrollen,
Ohrläppchen schön durchkneten. Innen drinne am Ohr schön marschieren. Kleine Dreiecke in die Ohren schön nochmal massieren. Nochmal nach oben, in die Mitte von der Stirn, also oberhalb der Nase. Ziehen einmal hoch, ziehen nochmal komplett runter und dabei gehen wir nämlich dann auch gleich weiter. Übertreiben lassen wir wieder, also als wenn er irgendwie durch die Haare kraulen wollte oder sonst irgendwie. Jetzt kann man mit dem Daumen nochmal an der Augenbraue außen. Augenbraue außen kann man auch nochmal massieren. Das Geheimblase 1. Oder halt auf die Schläfen. Ja, dann nehmen wir nochmal die Nackenmuskulatur und dann mal ein bisschen mitarbeiten. Ja, und zum Abschluss mache ich dann immer noch Lunge 1 und 2, dass ich die beiden massiere. So, und wenn er jetzt fertig seid gleich, dann achtet mal auf die Augen von eurem Partner, wenn der nämlich jetzt hochkommt. Und dann werdet ihr schöne Zähne.